Wahrscheinlich hat Wolmirstedt alleine mehr Geld als die gesamte Liga zusammen. Ich würde sagen, da fährt halt ein Kreuzfahrtschiff vorne weg, wo die anderen mit kleinen Motorbooten hinterherfahren, ja, was das Budget betrifft. Ja, es ist natürlich schon Wahnsinn, was da abgeht. Also wie die auf einmal auch finanziell aus dem Boden geschossen sind. Also SBB macht da natürlich super Arbeit, glaube ich. Du guckst da einfach hin, ob du das gut findest, schlecht findest. Du schaust, was passiert da. Und du betrachtest das mit deiner eigenen Meinung. In meinem Fall ist das so, die haben halt Geld und die geben das für Basketball aus. Und das ist cool. Natürlich ist das für uns als Tigers nicht so cool, weil du natürlich gegen eine Mannschaft spielst, die hier nicht hergehört. Also riskieren oder probieren würde ich dieses Projekt natürlich auch mal gerne. Ja, aber nicht mit so einem Druck dahinter, wie das die Wolmirstädter haben. Und ich glaube schon, dass die extrem Druck haben jetzt im 3. Jahr. Aber am Ende des Tages ist ein Ball auf dem Spielfeld und der muss in den Korb. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn du halt 12 Stars hast oder 14 Stars, musst du die auch in den Griff bekommen über 9 Monate plus Playoffs. Und das wird interessant. And it hurts my heart, cause I don't do lazy. Work so hard that they call you crazy. It's crazy, I'd be lame if they fade me. Yeah, I got game, but I never let them play me. Never let them see me sweat. If they don't see me rep, it's cause they never even see me yet. I stay focused, so never will they see me stress. And they notice, with me it's like they see the best. It's in the gold chain, living it up, living it up, living it up. Gotta give it up. It's in the gold chain, living it up, living it up, living it up. Ja, das ist eigentlich eine total interessante Sache. Ende der 90er Jahre gab es hier in Wolmirstedt schon mal so leistungsbezogenen Basketball, auch in der 2. Bundesliga. Eine geile Truppe, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr gute Dreierschützen und sowas. War überhaupt eine geile Truppe. Der Neuling in der 2. Basketball-Bundesliga schlug sich 8 in dieser Saison. Für den Aufsteiger OBC Wolmirstedt konnte das Ziel nur heißen... Ach, Robert Spelman, krass. Das war 2. Bundesliga. Klinge mit einem Dreier. Ist ja cool. Also man hat schon gemerkt, da ging irgendwie sofort was. Ja? Die Leute sind auf den Dachboden gerannt, haben ihre Trompeten hochgeholt aus ihrer Jugend oder so. Und dann war da richtig Alarm in der Halle. Ja? Also es war schon eine coole Sache und hat sich ja dann von Jahr zu Jahr auch entwickelt. Also ich glaube, wir sind ja 2. Regionalliga, haben wir 2 Jahre gespielt. Ansonsten sind wir ja jedes Jahr aufgestiegen, ja, bis in die 2. Liga. Das war schon cool. Das war den Fans, glaube ich, völlig egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Die wollten einfach nur in eine Halle kommen und feiern. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, das ist immer noch so für Verrückte. Ich weiß gar nicht, wie ich Felix kennengelernt habe. Ich glaube, das war in Magdeburg, wo wir dann irgendwie zusammengespielt haben. Also ich kannte ihn vorher schon so übers Hören sagen, aber so richtig Kontakt hatten wir eigentlich erst, wo wir zusammengespielt haben. Haben uns in Magdeburg dann kennengelernt in der Regionalliga und sind ja dann quasi gemeinsam nach Aschersleben gewechselt. Ja, und da lernt man sich natürlich ein bisschen mehr kennen. Wir hatten ja eine Fahrgemeinschaft nach Aschersleben. Ja, hätte ja fast sein Vater sein können. Ich war 37 und Felix war, glaube ich, 22 oder 23. Da hatten wir natürlich auch unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen. Ja, das war schon ganz lustig. Ja. Felix ist ja auch ein lustiger Typ. Also mit dem haben wir unheimlich viel gelacht. Ja, mehr. Spiel mit der Kamera. Aber meine langen Haare. Warte. Das ist drauf, ich dich schon angeleckt. Du würdest alles für diesen Job tun, ey. Ey, Olli, kannst du mal dem kleinen Kind mal hier eine Unterschrift geben? Komm. Hey, der kleine Felix. Hey. Felix war für mich immer so der sanfte Riese und ich glaube, er hat immer so einen guten Mittelweg gefunden zwischen
eigentlich möchte ich ein guter Basketballer sein, aber ich möchte auch auf meine Lebensqualität nicht verzichten. Freunde, Familie, Partys. Er hat immer gesehen, denke ich schon, dass er Potenzial hat. Ich glaube, er war ja auch zwischendurch in Herten im Westen, hat da 2. Bundesliga gespielt und ich glaube schon, dass das so ein Niveau ist, wo er, sage ich mal, so beides noch unter einen Hut gekriegt hat. Ja, wenn man sieht jetzt Bundesliga, ich weiß nicht, ob das so sein Ding gewesen wäre. Ja, so nur Basketball eigentlich. Also ich wollte gerne wieder in die Heimat zurückkommen. Ich war ja 7 Jahre in Herten, war da auch super glücklich. Aber nach 7 Jahren war es auch immer Zeit, wieder zurückzukommen. Magdeburg und mal wieder zurück zur Mutti, die sieht man ja dann auch nicht so oft. Ne? Vater geht es auch gesundheitlich nicht ganz immer so gut. Und ja, dann nutze ich lieber so die Jahre noch, um ein bisschen näher bei der Familie zu sein. Da war Wolmerstedt am nächsten dran. Ich wollte jetzt nicht unbedingt dann aufhören mit Basketball, wenn ich nur, weil ich zurück nach Hause komme. Ja, Felix ist definitiv einer der talentiertesten Spieler in dieser Mannschaft auch, wahrscheinlich auch in der ganzen Regionalliga. Er hat ein unglaubliches Ballgefühl, hat sehr, sehr gute Füße und ja, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht jetzt nicht hier spielt, sondern in seiner Karriere es in die Pro A oder in die BBL geschafft hatte. Ich glaube, da steht ihm so ein bisschen sein Körper und seine Einstellung im Weg. Wir waren oft bei Burger King nach dem Training. Das war ja direkt neben der Sporthalle in Aschersleben, bevor wir dann nach Hause gefahren sind. Ich genieße das Leben einfach so doll. Gehe da mal da auf eine Party, trinke da dann mal mein Glas Alkohol, ein Bierchen. Und ja, ich hab das nie gesehen. Ich werde auch nie irgendwie darauf zurückblicken und sagen, hättest du dich mal mehr angestrengt oder so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Es macht super viel Spaß. Gerne noch mal Pro B zu spielen, würde ich gerne noch mal machen. Aber ich werde niemals irgendwie im Alter dann so sitzen und sagen, wäre ich mal in der Bundesliga gewesen, hätte ich mal ein bisschen mehr angestrengt. Oh, nee. Ich glaube schon, aber er würde es nie zugeben. Aber ich glaube schon. Felix trägt auch viel mit sich selber aus. Er hat ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, in so einer Jugend U14-Mannschaft gespielt und da hatten sie ihn angesprochen und hatten gesagt, Felix, du kannst mit nach Spanien kommen, für die U14 spielen, aber du müsstest 10 Kilo abnehmen. Ja, und hat sich das mit Spanien erledigt. Wie viel? Eine oder was? Oder 2? Eine. Ich möchte mitessen. Und Knoblauch. Ich hatte letztes Jahr so ein bisschen ein kleines Loch so mit der Erkrankung und so und hatte eine Erkältung gefühlt und hatte noch hier keinen Hausarzt. Und bin dann in die Notaufnahme und die haben mich da schon ein bisschen belächelt, warum ich da mit einer Erkältung herkomme. Und dann war relativ schnell klar, dass es eine schwere Lungenembolie war. Das war schon schlimm, weil sein Vater ist ja vorerkrankt. Der hatte vor seinem 30. Lebensjahr seinen ersten Herzinfarkt. Und mit 16 hat sich dann herausgestellt, dass Felix diese Erblinie mitnimmt. Er hat ja dann Bluthochdruck bekommen aufgrund dieser erblichen Veranlagung. Und dann kam die Lungenembolie. Ja, das war also vor seinem 30. Geburtstag. Das war wie so ein Déjà-vu. Also das war schon hart. Man rechnet einfach in jungen Jahren nicht mit so einer Krankheit. Und wo ich das dann gehört habe, eine Lungenembolie, da wird dem Vater doch ganz anders. Das muss man wirklich sagen. Das bewegt einen dann, zumal man ja nicht weiß, wie das ausgeht. Ja. Ich hatte wirklich auch Atemnot gehabt und dachte mir, ja komm, legst dich hin, schläfst noch ein paar Stunden, da geht es dir morgen schon wieder besser. Und dann hat meine Mutter Gott sei Dank drauf gepocht und hat gesagt, ja, ihr fahrt jetzt in die Notaufnahme. Ich mit meiner Schwester hin. Die Schwester hat mich halt dann so angeguckt und meinte, ja, was wollen Sie mit einer Erkältung hier? Aber meine Schwester meinte dann, ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, das ist nur eine Erkältung. Und meine Schwester meinte, hey, das kann keiner sein, das ist schon ein bisschen doller. Und Gott sei Dank hat sie es gesagt, weil dann wurde ich geröntgt, die Lunge geröntgt.
Und dann sind sie direkt reingestürmt und durfte mich dann einfach auch nicht mehr bewegen, lag auf dem Bett, kamen dann direkt die Ärzte und haben das abgehorcht, Haufen Geräte angebracht. Und dann wurde meine Mutter auch kontaktiert, dass es sein kann, dass es sich das löst, diese Blutgerinnsel, und dann jeden Moment auch vorbei sein kann. Und das war dann so der Punkt, wo man dann auch realisiert hat, dass es doch echt eine schlimme Erkrankung ist, ne? Wenn man das nicht rechtzeitig dann doch erkannt hat. Das war also letzte Sekunde, letzte Minute, hat er gesagt. Hätte sich jeden Moment lösen können und dann wäre es auch schnell vorbei gewesen. Aber das war dann auch wieder Felix. Dann lag der in seinem Krankenbett, was viel zu klein war, ja. Und du kommst da rein und denkst jetzt, meine Güte, der Junge ist so krank. Muttern. Und dann dieses Positive hat einen so mitgenommen, dass man da schnell nicht mehr so, man denkt dran, ja. Aber er war so positiv, trotz seiner Luftnot, dass man trotzdem gesagt hat, ja, der schafft das. Ja, und das hat sich ja wieder bewiesen, er hat ja ein halbes Jahr später angefangen mit dem Training. Da hat er Ehrgeiz entwickelt. Der Bengel. Ja. Weil er keinen Sport mehr machen konnte. Und das wollte er wieder. Next guy, number 23, Hake. Is there one of the bigs, facing 5 and the 4. He's slow-footed, but a good finisher. They have pretty much only number 13 as a point guard, so we gotta be super aggressive with him, get under his skin, get him frustrated. You see, Maui's put it on there, he's the emotional leader, so we gotta get on him, okay, offensively and also defensively. Nice first real game of the season. I don't count the first 2 ones. Let's get after it tomorrow. Have a good one today. Team on 3. Oh, short and sweet. 1, 2, 3. Hey! Yeah, pushing the best of cars. Always raising up the bar. From the ghetto to the star. Always ready to go hard. Yeah, and plus I know God. Yeah, thumbs up, that's a good job. Yeah, from the ghetto to a star. Always ready to go hard. I'm living life. Das sind auch so simple Sachen, die auch damals schon auf dem Hinterhof so angefangen haben, wenn man draußen auf dem Platz gespielt hat. Man wollte halt immer gewinnen und immer der Beste sein. Das ist was uns letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. So eine richtige, vielleicht eine leicht arrogante Art, die sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlt. Die Halle füllen mit der eigenen Energie, mit dem eigenen Dasein, mit den eigenen Stimmen. Ich glaube, das ist was super wichtig ist für uns. Ich glaube halt, dass Wolmirstedt damit zu kämpfen haben wird, dass alle Teams mega Bock haben, gegen die zu spielen. Klar, die ersten wurden jetzt überrannt, da ist einfach der Leistungsunterschied zu groß von den Spielern. Aber wenn es knapp wird, jedes Team schnürt die Hosen enger, zieht die Schuhe nochmal fest und dann geht da voll rein. Outside, it's a fucking derby. It's gonna be intense. It's gonna be dirty. Okay. Usually, those games, the teams with not with the more talent wins. The teams that shows more effort, more intensity, more courage. Okay. That goes even through a fucking wall. Okay. That's gonna be us tomorrow. That's gonna be us. So from the moment we arrive there, we show that we're confident. Maybe we show that we're a little bit of arrogant. Okay. But we are locked in and fucking ready to go. Then we set the tone and get going. Okay, here we go. That's a good game. Good job, guys. Good job. Good work, fellas. Good work today. 4:30. We got better today, fellas. We got better. Intensity. Let's go. Let's go. Baskets on 3. 1, 2, 3. Baskets. Good job, Jeremy. Yeah.
kommt nicht so oft vor, dass ich einen Spieler blocke, weil ich nicht der Überathlet bin. Und da hatte ich einen kleinen Austausch mit dem Schiedsrichter über seinen Pfiff und es hat einen falschen Hals bekommen, weil ich nicht das gesagt habe, was er gedacht hatte. Und das war dann mein 4. Foul und damit musste ich dann halt wieder Platz nehmen. Und das hat mich dann schon sehr geärgert, weil so Derbys, besonders gegen Aschersleben, hätte ich gerne länger auf dem Feld gestanden. Mann, wir müssen hier ganz schnell weg aus der Region. Er hatte einen Fehlpfiff und ich habe gesagt, wir müssen schnellstmöglich aus der Liga raus. Und er hatte gesagt, er hat irgendwie verstanden, dass er nicht in die Liga gehört. Das wollte ich damit nicht sagen. Also ich wollte es schon ein bisschen so anmerken, aber ich wollte ihm nicht, nicht zu nahe treten. They're gonna throw everything at us, okay? They're just gonna throw the kitchen sink, everything, okay? Might go zone, they might trap, whatever. We gotta come out, we gotta be ready with the second half. Everybody who steps on the court has to be locked in, okay? This is our goal, this is what we prepare for, and let's send a message to the whole league that we don't come to fuck around, okay? We're here to win it. Thanks. Last one, with the refs, okay? Let's shut up, everybody. Everybody, but still, we don't adjust to them. They have to adjust to us, okay? We play the way we play. And if we end up with 35 fouls, I'm okay with that, okay? They have to adjust to us. Let's go. Let's go. Come on, man. Create something special, brother. Let's go, defense. 1, 2, 3. Defense. I'm ready. Ich habe den Sonntagnacht nach dem Spiel auf dem Replay geschaut, die ganze Zeit. Ich musste es auch ein bisschen in Slow Motion mir angucken. Es war auf jeden Fall ein sehr starker Pass. Habe ich noch nicht gesehen von ihm, aber auch er hat manchmal so ein paar, ich sag mal, sehr kreative Phasen. Ja, ich weiß auch nicht, wie es kommt, aber es ist kommt einfach natürlich. Also, du spielst Basketball und so schnell. Keine Pizza. Wem gehört die Pizza hier? Wem gehört die Pizza? Es gab in Aschersleben leider keinen Livestream. Ich bin fast zusammengebrochen, wenn ich sagen muss. Das ist mega stressig und weil ich brenne nun mal für den Verein, ja, für den Club, für alles. Eigentlich ist es so meine Partyhöhle, sag ich mal so, ja. Man sieht halt hinter mir überall Baskets, weil ich halt ein großer Basketball-Fan bin und genau deswegen ist dieser Raum eigentlich entstanden. Ich bin ja mehr oder weniger Hausmeister für die Jungs. Die ganze Wohnung, Autos habe ich hinter mir, koordiniere das ein bisschen, mache die Wohnungen heile. Ja, eigentlich so, alles wenn mal was kaputt geht oder so, ja. Oder renoviere die Wohnung, wenn wir neue bekommen. Ob das Sonntag am Sonntag, der Ricky fährt los. Mache ich, müsste es nicht, das weiß ich. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir wirklich am Herzen liegt, ja. Und es war wirklich so, dass die Jungs schon mal angerufen haben, Jordan, ja, die haben Englisch, ich kann leider nicht so gut Englisch, aber ich verstehe die Jungs und weiß genau, was sie wollen. Dann haben sich ausgesperrt und die wissen genau, dass ich komme, ja. Jordan Torwart, ja, das ist nicht nur Jordan, der sich ausgesperrt hat, ja. Das ist halt, Jeremy Woods ruft mich sonntags abends um 10 an und sagt, meine Frau, willst du hin? Und dann habe ich gesagt, ich muss schnell los, Jeremy Woods braucht seinen Schlüssel. Ja, und das abends um 10 Uhr sonntags, da liegen andere schon im Bett. Und selbst wenn ich im Bett liege,
fahre ich natürlich los. Wolmerstedt ist eine schöne Kleinstadt. Wie gesagt, ich habe in Wolmerstedt ein Haus gekauft und bin sehr glücklich, dass ich in Wolmerstedt wohne. Bin in Magdeburg geboren, bin vor 17, 18 Jahren hergezogen nach Wolmerstedt. Ich möchte auch nicht wieder zurück, weil ich fühle mich hier wohl. Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir haben Ärzte, wir haben alles. Jetzt haben wir noch einen mega coolen Club, der nach vorne will. Ja, die Stadt unterstützt uns dabei, denke ich, hoffe ich. Ja, was will man mehr, ja. Jetzt überlege ich noch, ob ich mir ein Tattoo machen lasse. Aber erst wenn wir aufsteigen, dann kommt er. Wenn wir aufsteigen, dann lasse ich mich stechen. Dann will ich mir tätowieren. Basketball, Wolmerstedt, das ist mein Leben. Das ist alles für mich. Also die ganze Saison ohne Zuschauer in Wolmerstedt, das wäre schrecklich. Katastrophe. Da fehlt ganz viel Emotion und Leidenschaft. Ja, die erwarten und fordern von den Spielern, dass sie hier alles auf dem Spielfeld geben. Ja, und das geht aber schon in der Vorbereitung los. Weil wenn ich sehe, wie die Fangruppen hier beim Aufbau in der Vorbereitung des Spiels und danach mit anpacken und zufassen, das ist der absolute Wahnsinn. Und dass das alles hergerichtet werden kann. Für die Fans, für die Zuschauer, für alle, die hier mitwirken, das ist einfach nur großartig. Ich freue mich sehr, dass am Samstag gegen Bramsche 100 Leute rein dürfen. Ja. Ich würde lieber 2000, 3000 reinlassen, aber auf Sicherheitsgründen finde ich es ganz gut so, dass man die abgespeckte Variante nimmt. Das ist halt zum Schutz allen, ja. Also von morgens um 5 trinke ich meinen ersten Kaffee, weil ich einfach nicht mehr schlafen kann, weil ich aufgeregt bin. Dann kann ich es überhaupt nicht mehr erwarten, dass es ab zur Halle geht zum Aufbau. Ja, weil ich genau weiß, da sind viele Fans, viele Helfer, die immer da sind und immer helfen. Es ist ein mega Support da. Ja, mehr kann man einfach nicht sagen. Mir fehlen die Worte immer wieder, dass die Leute da stehen und das alles so durchziehen. Das macht uns halt stark, ja. Felix ist einfach eine Rampensau für mich. Das ist ein mega cooler Typ. Du merkst schon, dass ich anfange mit Lachen und Felix geht mit den Fans mit. Ja. Ja, Felix, das ist ein Felix. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist echt so. Also von der Statur her sieht man ja bei mir auch. Ich bin leider Gottes nicht so sportlich wie er. Ich hätte nie gedacht, dass Felix so super spielen kann. Ja. Also super cooler Center. Echt. Und wenn er will, dann kann der auch. Ja. Das ist ja, der war früher mein alten Lehrer Ulf Kreil. Der liebt so eine Pässe und da habe ich auch direkt dann zu ihm geschaut. Das war schon, ja, also ich war ja auf der EGS Willy Brandt damals und da war ja Lehrer und ich war schon immer ein bisschen größer und kräftiger und hatte aber im Basketball nichts am Hut. Und vor der Schule stand so ein Dönerladen, und da kam er dann und meinte so, Felix, leg doch mal jetzt den Döner aus der Hand so, und komm mit in die Halle, so bist ein Riesenjunge, wir brauchen dich beim Basketball. Und ja, bin ich auch bis heute auch sehr dankbar und wir erinnern uns gerne daran zurück, an diese Geschichte. Felix ist auch jemand, der sich vielleicht von letzter Saison wahnsinnig stark verändert hat. Wahrscheinlich der den größten Sprung gemacht hat. Und bis jetzt ist er Leistungsträger. Wir sehen viele Dinge an ihm, die ich vorher nicht gesehen habe. Er ist sehr, sehr motiviert. Ich glaube, er hat auch einen Weg gefunden, sich ein bisschen mehr um seinen eigenen Körper zu kümmern, seine Potenziale auszuschöpfen. Und er ist einfach sehr trainingsfleißig auch. Er ist immer da, macht extra Wurfeinheiten mit. Und das ist jemand, auf den wir ganz stark bauen und der sich super entwickelt hat dieses Jahr. Man sieht ihn das Feld hoch und runter laufen, man sieht ihn Einsatz zeigen. Das letzte Jahr, da hatte man immer so ein bisschen war er vielleicht ein bisschen verspielt.
manchmal vielleicht auch ein bisschen lustlos. Und das ist dieses Jahr von 0 auf 100 hat sich das völlig geändert. Er ist intensiv mit dabei, er möchte unbedingt auch gewinnen, das sieht man ihm an, im Training, im Spiel. Das macht halt einen riesen Unterschied für ihn. Diese Verrücktheit, diese Spiellust in irgendeiner Weise, das hat ihn immer ausgezeichnet. Wenn man das aber jetzt kombiniert mit harter Arbeit und Kampf und extra Effort, dann wird ein ziemlich kompletter Spieler da draus. Hey, if you want to play tough, you want to go. Yeah, foul is foul. Foul is foul. Foul is foul, Jeremy. Foul is foul, Jeremy. Durchspielen. Foul is foul. Wir spielen gegen Langenhagen, was ich gehört habe. Ich habe auch gehört, dass die letztes Jahr Wolmirstedt besiegt haben. Und ja, mehr kann ich nicht wirklich dazu sagen. Also das Einzige, was ich halt weiß, das ist ein wichtiges Game. Und das heißt Gas geben und dass wir die halt kaputt machen wollen. So einfach ist es. Rebound. Hey, that's it. Take number 6. Hey, one more. You can't grab the 6 like that. Yeah, after that, it's still transition. Hey, we can go this way. That's an offensive rebound. Hey, Jeff. Ich meine, wir haben ja auch noch eine Rechnung mit den Offenen dort. Letzte Saison super ärgerlich verloren dort. Und ich glaube, dass wir auch also als Mannschaft auch uns freuen auf einen Gegner, der auch so eine ähnliche Mission hat wie wir, wo wir sagen können, hey, okay, wir können jetzt mal uns präsentieren gegen ein Team, was auch ambitioniert ist. Und genau, ich glaube, darauf haben die Jungs auch Bock. Also haben wir auch gemerkt jetzt diese Woche im Training. Ja. Against the zone, but also man to man. You see, it's a very small team. If you take the 3 tall guys out, the guards are small, so we gotta be aggressive. You gotta put pressure, okay? What you said yesterday in practice, when we got a little bit physical. What you say? You went to every teammate. You said what you said. Fuck them up. You go. Let's go! Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Do we see the confetti fall? Be ready for. Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Do we see the confetti fall? Be ready for. Tell them I'm ready, any opponent. The crown heavy and every minute it shows it. A path where we fit 4 keys. You don't know what this court means. What did you enlist for? If it isn't getting more rings, you gon' have to switch your team. Trust me, it gets more mean. Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Do we see the confetti fall? Be ready for. Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Do we see the confetti fall? Be ready for. Couple stops in a row, we good. Y'all just keep mad loud. Y'all be talking, it's gonna fuck them up. If y'all quiet on defense, they're just gonna be free to think. Just be loud. Yeah. Over talk.
guys, I didn't expect us coming in here at halftime being down 3 points. Yesterday, you killed each other in practice. And I was like, if we bring that to the game, great, nothing can happen. But today, we look soft. They are smaller than you, lighter than you, and not as close as physical than you, but they play harder than you. I mean, we talked about being aggressive, being intense, being the more physical team. None of that happened. Maybe the last 3 minutes a little bit and once in a while. But once in a while, it's not enough if we play the best team of in the league here. Just a little bit is not enough. So it's on everybody to just stop fucking, man, guys. Let's go. Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Till we see the confetti fall, be ready for. Tell them that's what we ready for. Tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Till we see the confetti fall, be ready for. Tell them I'm ready in the opponent. The crown heavy and every minute it shows it. A path only fit 4 kings. You don't know what this court means. What did you enlist for? If it isn't getting more rings, tell them that's what we ready for. Bringing that to competitors. Till we see the confetti fall, be ready for. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, gegen Hannover zu spielen, weil sie sehr lange dagegenhalten konnten. Ich glaube, die 20 Punkte spiegelt auch das Spiel nicht wider. Es hätte auch knapper sein können. Wir spielen zwar aus Spaß, aber die bezahlen uns ja nicht nur aus Spaß. Ja? Und das muss einfach, die Krone muss sein. Und das geht einfach nur, wenn wir das mit dem Aufstieg festmachen könnten. Kontaktbeschränkungen. Verantwortung. Shutdown. Hygienekonzept. Wir sind in einer sehr, sehr kritischen Phase in Deutschland. Noch einmal eine Kraftanstrengung. Es wäre wirklich eine reine Katastrophe, wenn wir nächstes Jahr erneut um einen Aufstieg spielen müssten. Das, wenn ich ehrlich bin, denke ich nicht mal drüber nach, weil ich hoffe, dass es auf keinen Fall so weit kommt.